Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um eine der legendärsten Figuren überhaupt, Son Goku. Jeder Dragon Ball Fan kennt ihn und auch viele, die nur am Rande Anime schauen, haben schon mal von ihm gehört. Aber was macht Goku so besonders? Wie ist er aufgewachsen? Welche Kämpfe hat er bestritten und warum gilt er für viele als der größte Anime-Held aller Zeiten? Bevor wir starten, wenn euch mein Content gefällt, dann vergesst bitte nicht den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Das unterstützt mich enorm und motiviert mich, noch mehr Videos für euch zu machen. Also lasst uns gemeinsam in die epische Geschichte von Son Goku eintauchen. Ich glaube, die Sache wird ratzfatz gehen. Viele wissen es, aber nicht alle. Son Goku ist nicht einfach ein normaler Mensch. Sein eigentlicher Name ist Kakarot und er stammt vom Planeten Vegeta, der Heimat des Saiyajins, einer der stolzen Kriegerrasse. Kurz vor der Zerstörung des Planeten durch Freezer wurde er als Baby auf die Erde geschickt. Sein Auftrag war es eigentlich, die Erde zu erobern. Doch das Schicksal wollte es anders. Goku wurde von Son Gohan, einem freundlichen alten Mann, gefunden und wie ein Enkel aufgezogen. Ein Sturz auf den Kopf änderte jedoch alles. Seine aggressive Saiyajin-Natur verschwand und er entwickelte sich zu einem freundlichen, wenn auch sehr eigenwilligen Jungen. Schon früh war klar, er war anders, übermenschlich stark, unschuldig und voller Neugier. Die ersten Abenteuer begannen, als er Bulma traf. Gemeinsam begaben sie sich auf die Suche nach den Dragon Balls. Und so begann die Reise, die wir alle kennen. Schon hier zeigte sich Gokus Charakter. Er kämpft nicht aus Hass oder Machtgier, sondern aus Freude, aus Spaß, am Duell und aus einem tiefen Wunsch, stärker zu werden. Unter Meister Roshi begann er sein Training, lernte Techniken wie die legendäre Kamehameha und schloss Freundschaft mit Krillin. In den Tenkaichi Budokai Turnieren bewies er sich immer wieder, selbst gegen Meister Roshi, der sich als Jackie Chun verkleidete, um Goku Demut zu lehren. Auch seine Kämpfe gegen die Red Ribbon Armee oder den Auftragskiller Sai Pai Pai machten klar, Goku war kein gewöhnlicher Junge, sondern jemand, der sich selbst den stärksten Gegnern stellte und das mit einer beispiellosen Energie. In Dragon Ball Z wurde es dann ernst. Als Raditz auftauchte, erfuhr Goku erstmals von seiner wahren Herkunft. Der Schock war groß. Er war kein Mensch, sondern ein Saiyajin. Und Raditz war sein Bruder. Doch Goku ließ sich nicht beirren. Zusammen mit Piccolo stellte er sich Raditz entgegen und opferte dabei sogar sein eigenes Leben. Das war Gokus erster Tod, aber natürlich nicht sein letzter. Im Jenseits trainierte er bei Kai-Sama und lernte neue Techniken wie die Kaioken und die Genki-Dama. Mit dieser neuen Stärke konnte er später gegen Vegeta und Nappa antreten. Der Kampf gegen Vegeta gilt bis heute als einer der härtesten und emotionalsten in Dragon Ball. Hier begann die Rivalität, die uns bis heute begleitet. Nach dem Kampf gegen Vegeta führte ihn der Weg nach Namek. Dort traf er auf die Ginyu-Force und schließlich auf Freezer, denjenigen, der seinen Heimatplaneten zerstört hatte. Und dann kam einer der legendärsten Momente der Anime-Geschichte.
Nachdem Freezer Krillin brutal ermordete, verwandelte sich Goku zum allerersten Mal in einem Super Saiyajin. Diese Szene ist bis heute unvergessen. Nicht nur wegen der unglaublichen Power, sondern auch, weil sie voller Emotion war. Aus Schmerz und Wut erwachte in Goku eine neue Macht, die er selbst nicht für möglich gehalten hätte. Am Ende gelang es ihm, Freezer zu besiegen, und dieser Sieg machte Goku endgültig zur Legende. Aber Dragon Ball wäre nicht Dragon Ball, wenn es danach ruhig geblieben wäre. Mit den Androiden und Cell wartete schon die nächste Bedrohung. Goku trainierte unermüdlich, sogar im Raum von Geist und Zeit, um sich auf Cell vorzubereiten. Doch statt selbst den finalen Schlag zu landen, vertraute er auf seinen Sohn Gohan. Gokus Opfer, als er Cell ins Jenseits teleportierte, zeigte, dass er nicht nur ein Kämpfer war, sondern auch ein Vater, der seinem Sohn die Bühne überließ. Diese Entscheidung machte ihn menschlicher und zeigte eine andere Seite von ihm. Jahre später kehrte er zurück, rechtzeitig, um die Welt vor der Bedrohung durch Majin Buu zu schützen. Hier zeigte er uns eine neue Form, den Super Saiyajin 3. Eine Transformation, die nicht nur optisch beeindruckte, sondern auch Gokus nahezu unendliches Potenzial bewies. Außerdem lernte die Welt die Fusionen kennen. Vegeto, Gogeta, Gotenks. All das sind Ergebnisse von Gokus Kreativität im Kampf. Im letzten Kampf gegen Kid Buu gelang es Goku, mit der Spirit Bomb die Energie aller Lebewesen zu sammeln und den Dämonen zu besiegen. Ein epischer Abschluss, der klar machte, egal wie groß die Gefahr ist, mit Gokus Optimismus gibt es immer Hoffnung. Doch die Geschichte endete nicht dort. In Dragon Ball Super begegnete Goku neuen Göttern und noch stärkeren Gegnern. Mit dem Super Saiyajin God und später dem Super Saiyajin Blue überschritt er Grenzen, die wir uns früher kaum vorstellen konnten. Der Kampf gegen Beerus, die Turniere der Universen und natürlich der legendäre Moment, als Goku den Ultra-Instinkt aktivierte. All das sind Highlights, die ihn noch einmal auf ein ganz neues Level hoben. Besonders das Turnier der Kraft zeigte, wer Goku wirklich ist. Jemand, der nicht nur für sich kämpft, sondern dessen Leidenschaft sogar Götter beeindruckt. Doch Gokus wahre Stärke liegt nicht nur in seiner Power. Es ist seine Persönlichkeit, die ihn einzigartig macht. Seine Liebe zum Essen, sein kindlicher Optimismus, seine Naivität. All das macht ihn so menschlich. Er ist ein Held, der keine Krone, keinen Titel und keine Macht will. Er kämpft aus Freude, aus Liebe zum Leben. Und genau deshalb ist er für Millionen Fans auf der ganzen Welt ein Vorbild. Ohne Goku wäre Dragon Ball nicht das, was es ist. Er ist das Herzstück dieser Serie, der Motor, der alles antreibt. Und damit sind wir am Ende angelangt. Das war die Geschichte von Son Goku. Vom kleinen Jungen mit dem Affenschwanz bis hin zum Krieger, der es mit Göttern aufnimmt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Schreibt mir in die Kommentare,
welchen Charakter ich als nächstes behandeln soll. Vielleicht Cell oder sogar Freezer. Danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und denkt dran, gebt niemals auf. Ganz egal wie stark der Gegner auch ist. Bis zum nächsten Mal. Euer Black Sergeant.